Es hat sich so viel plötzlich am Powerbank-Markt getan. Ich musste einfach dazu ganz dringend nochmal ein Video machen, das diesmal nicht bis zum nächsten Jahr warten könnte, weil der Test aus dem letzten Video schon wieder fast 8 Monate her ist und immer noch vor allem sehr beliebt ist, die neuen Empfehlungen jetzt aber nochmal ganz neue Möglichkeiten bieten. Letztes Mal haben wir uns hauptsächlich auf Gewicht konzentriert und heute wird es nochmal viel mehr Fokus neben Gewicht einerseits auch auf die Geschwindigkeit geben und andererseits auch auf die Anzahl der Geräte, die ich überhaupt laden will. Und egal ob fürs Ultraleicht-Tracking mit Wildcamping, Bergwanderungen mit Hüttentouren oder auch dem Bikepacking mit vielen Geräten mit möglichst wenig Stopps. Ich zeige euch nun für jeden Anwendungsfall die aktuell weltweit 5 besten kompletten Setups, bestehen aus einer gezielten Kombination aus Powerbank, Ladegeräte und Kabel mit unterschiedlichem Fokus jeweils auf Gewicht, Robustheit, Geschwindigkeit, Geräteanzahl, Preis und natürlich auch das beste System als Kompromiss aus all diesen Faktoren. Ja, diesmal habe ich auch nicht mehr ganz alleine testen und messen müssen, also vielen Dank an unsere Community. Beim letzten Mal musste ich das mit diesen Geräten noch alleine machen, aber ihr habt mir ganz viele Messwerte, Einsendungen geschickt zu neuen Modellen, eure Erfahrungsberichte und vor allem, wie die sich auch beim Langzeittest bewährt haben. Auch besonders vielen Dank hier an Jan von Smartphone, der zahlreiche Tests auch wirklich tabellarisch mal festgehalten hat zu ganz aktuellen Modellen. Ich werde heute nochmal nicht die ganzen Basics zu den Messungen erläutern. Schaut euch dafür bitte nochmal das erste Video an. Wichtig ist uns beim Messen hier, um es kurz zu sagen, aber die reale Energiedichte, also die gemessene Kapazität, die zum Laden für andere Geräte bereitsteht pro Gramm Gewicht eben. Und die Kapazität ist rein physikalisch nie, was der Hersteller draufschreibt. Und eben je nach Entladegeschwindigkeit nur ca. 60–90%. Und das richtet sich vor allem nach der Ehrlichkeit und der Qualität natürlich der Powerbanks. Schnellere Ladegeschwindigkeiten generell sind dabei aufgrund von Hitzeentwicklung und anderen Faktoren immer ein bisschen verschwenderischer, dafür aber im Zweifel um Vielfaches schneller. Und zuletzt kann natürlich auch das Kabel eine Rolle spielen, was man auch nicht außer Acht lassen sollte. Ja, nach dem letzten Video war ja die Empfehlung eigentlich ganz klar, nachdem wir alles gemessen hatten. Die Ansmann 20.000 auf jeden Fall mit der höchsten Energiedichte, die Carbo 20.000 für alle, die ein bisschen mehr Kapazität, ein bisschen mehr Robustheit wollen, aber ein bisschen mehr Gewicht dann eingehen müssen, und für alle, die nur halb so viel Kapazität brauchen, die Nitecore NB 10.000. Und laden tut man das Ganze dann mit einem 18 Watt Stecker, entweder von Gubei oder Anker, die dann 40 Gramm wiegen. Ja, gemessen haben wir das damals bei 5 Volt und 2 Ampere. Das ist immer ganz wichtig, um die Ergebnisse zu vergleichen. Da hatte die Ansmann die größte Energiedichte mit 236 Milliwattstunden pro Gramm, gefolgt von der Carbo mit 233 Milliwattstunden pro Gramm, und die NB, die wiegt natürlich mit 151 Gramm dann sehr wenig mit 212 Milliwattstunden pro Gramm. Und verstehe mich nicht falsch, das sind immer noch gute Empfehlungen, aber teilweise mit Schwächen. Die Ansmann, die war sehr schnell nach dem Video ausverkauft. Ich habe von vielen Langzeitberichten gehört, die erstmal positiv waren. Manchmal gab es mit der Anzeige auf dem Display ein paar Probleme, aber man muss sagen, die Ansmann ist im Vergleich jetzt zu so einer Carbo von Nitecore keine spezielle Outdoor-Powerbank. Das heißt erstmal nicht ganz so robust. Bei Nitecore-Produkten haben wir erstmal kein Display, nur dieses Indikator-LED-System und teilweise wirklich, ja, man kann fast Betrug sagen. Also bei der NB-Serie, da hatten wir die 20.000 in der 3. Generation getestet. Die kostet auch wirklich eine Menge Geld, was auch wieder ein Nachteil ist. Viele Nitecore-Produkte, die meisten, die ich hier liegen habe, kosten über 100 Euro bis sogar 180 Euro. Und da gab es dann wirklich erhebliche Unterschiede bei dem, was der Hersteller wirklich in Kapazität versprochen hat und was wir letzte Mal wirklich gemessen haben. Man muss bei Nitecore nämlich mal die einzelnen Modellreihen voneinander separat betrachten. Und das ist auch gar nicht so transparent gestaltet, aber wir haben einerseits die günstigste NB-Serie, die Carbo-Serie und die Summit-Serie, und die haben alle so ein paar Unterschiede. Das günstigste und im Falle der 10.000er Variante auch die leichteste ist die NB-Serie. Die hat dafür einen günstigeren Preis, aber eben keine so hohe Robustheit, was ein Nachteil sein kann. Es gibt dieselbe Größe, 10.000, auch von Nitecore in der Carbo-Variante, und die kostet dann sage und schreibe 110 Euro und hat erstmal dieselbe Kapazität. Und wenn man die wiegt, ist man auch tatsächlich überrascht, denn wie ihr seht, wiegt die tatsächlich 13 Gramm ungefähr mehr. Jetzt fragt man sich, warum gibt man so viel Geld aus? Ja, weil die Leistung der Carbo gerade in der größeren Variante ein bisschen näher an dem dran ist, was der Hersteller verspricht. Das hat man vor allem in unserem Test letzte Mal gesehen. Die Carbo 20.000 verwende ich auch, hat auch 120 Euro gekostet und die war viel besser als die NB 20.000. Aber dadurch, dass wir Vollcarbon haben, wirklich einen Mantel da drum, sind die Ecken abgerundet, die kann man also besser verstauen und die ist wesentlich besser
geschützt. Also die Erfahrungsberichte, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit angeht, sind hier viel, viel besser. Und dann gibt es noch die teuerste und dritte Serie. Das ist eben die Summit-Serie. Und die ist extra, wie ihr auch hier auf den Paketen sehen könnt, für den extremen Kälteeinsatz gemacht. Bis minus 40 Grad soll das Ganze halten. Dadurch wiegt die 10.000er Variante, wie in diesem Beispiel, jetzt auch nochmal 13 Gramm mehr, ist auch noch ein bisschen dicker. Dafür heizt sie sich selber auf, wenn es sehr, sehr kalt wird und ist dadurch wirklich viel performanter als alle anderen. Und im Kern steckt hier aber dasselbe wie in der Carbo, nur plus Heizkörper. Deswegen ist Carbo und Summit relativ gleich. Die NB-Serie ist dann ein bisschen meiner Messung und Erfahrung nachher ein bisschen schwächer. Die 20.000er von der Summit, dann haben wir es auch vollständig, wiegt jetzt hier nicht viel mehr, 320 Gramm, also durchaus da ein bisschen sinnvoller, finde ich, als die kleine, wenn man sich für diesen Kälteschutz interessiert, aber kostet mit 179 Euro auch wirklich eine ganze Stange Geld. Der größte Nachteil in empfohlenen Modellen, egal ob Nightcore oder der Ansmann, ist aber die schlechte Ladegeschwindigkeit. Die können selber nur mit 18 Watt geladen werden, andere Geräte mit bis zu ungefähr 20 Watt laden. Und das ist für viele sehr wichtig, dass man in kurzen Pausen schnell nachladen kann. Wenn man nicht nur die Möglichkeit hat, über Nacht zu laden, ist es durchaus sinnvoll, auch in kurzen Pausen wirklich so viel und schnell laden zu können, wie es geht. Und das andere, was ich wirklich erst nicht verstanden habe und sehr erschrocken war, als ich davon den ersten Testberichten gehört habe, ist die fehlerhafte, kann man schon fast sagen, oder sehr schlechte Pass-Through-Funktionalität. Das fällt auch bei der Ansmann auf, vor allem aber bei den Nightcore-Produkten. Das will ich einmal ganz schnell demonstrieren. Zur Erinnerung, Pass-Through ist die Funktion, dass wenn ich ein Ladekabel an den Stromadapter stecke, hier kommen 18 Watt raus und es jetzt hier in die Nightcore reinpacke, dann kann ich den Nightcore-Port benutzen, den anderen, um zeitgleich ein zweites Gerät zu laden. In der Theorie jetzt erstmal ganz gut, wenn man denkt, da kommen 18 Watt rein, dann sollte jetzt vielleicht 9 Watt rausgehen und ja, sie selber auch sich mit 9 Watt aufladen oder das letzte Gerät mit den vollen 17, 18 Watt laden und wenn das voll ist, umschalten, um sich selber voll zu laden. Das ist aber leider nicht so. Und wenn ich mal dieses Gerät hier anschließe, an beiden Seiten, dann kann man hier hoffentlich sehen, dass nur 10 Watt vom Stecker in die Powerbank reingehen und ja, 9,4 Watt von der Powerbank wieder raus, jetzt an die andere Powerbank zum Laden gehen. Und das ist wirklich sehr merkwürdig. Es sollten eigentlich 18 Watt sein, die verarbeitet werden. In dem Fall gibt die Powerbank sogar alles weiter und behält quasi nur 0,6 Watt für sich. Das kann natürlich auch eine Leistung sein, die verloren geht. Aber Nightcore macht das wirklich, um nicht zu überhitzen. Man drosselt im Pass-Through-Modus wirklich selber die Powerbank, um wirklich keine Gefahr zu haben, da irgendwie einen Fehler zu machen, zu überhitzen. Und das ist fast die halbe Leistung, die verloren geht. Ich habe es auch wirklich extrem getestet, verschiedene Powerbanks hintereinander geschaltet. Es ist immer so, da geht eine Menge Strom verloren. Und gerade wenn man nur 18 Watt hat, um überhaupt geladen zu werden und dann schon die Hälfte weggeht, ist das wirklich eine Geschwindigkeit, die fast keinen Sinn macht, wenn man die nicht über Nacht laden kann. Und damit kommen wir eben zur ersten großen Neuerung, die seitdem auf dem Markt erschienen ist und jetzt viele dieser gezeigten Probleme löst und viel, viel, viel besser macht. Das ist eine neue Serie der Firma Iniu. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten dieses Modell schon beim letzten Mal als Budgetvariante vorgestellt. 10.000 mAh, aber 205 Gramm und damit eine schlechte Energiedichte von 170 Milliwattstunden pro Gramm. 19 Euro hat es aber nur gekostet, deswegen sehr, sehr günstig. Und diese Firma hat jetzt eine neue sogenannte Cougar-Serie auf den Markt gebracht vor einigen Monaten, die wirklich in vielerlei Hinsicht jetzt einen komplett neuen Standard setzt. So sieht das Ganze aus und das Beste ist, es kommt in 3 verschiedenen Größen. Das hier ist tatsächlich die 10.000er, also super klein. 20.000 in der Mitte und dann noch ein 25.000er Modell. Auch natürlich das größte und schwerste, aber wie wir gleich sehen werden, durchaus eine Daseinsberechtigung. Die 3 Modelle unterscheiden sich nicht nur in Kapazität, sondern auch in ihrer generellen Funktion und dem Einsatzzweck, wie wir gleich sehen werden. Was sie aber gemeinsam haben, ist erstmal erfreulicherweise, dass sie alle ein Display integriert haben, was auch ziemlich gut funktioniert. Und das ist etwas, was vielen sehr wichtig ist. Mir persönlich, ich komme halbwegs mit den LEDs bei der Nightcore zum Beispiel klar. Da sieht man halt nur über 75%, über 50%, über 25%. Hier kann ich wirklich ganz genau kalkulieren und vielleicht dann auch hochrechnen, wie viel ich noch laden kann.
kann. Also sehr, sehr nützlich, und dafür, dass sie dann auch nicht viel mehr wiegen, würde ich es auf jeden Fall immer mit dem Display bevorzugen. Was ansonsten noch richtig Cooles gibt, ist hier so eine Halterung. Das heißt, hier ist ein Kabel integriert, das wiege ich natürlich nicht mit, aber die meisten Kabel, wenn sie mitgeliefert werden, sind immer Quatsch. Hier hat man 100 Watt einerseits und ich kann es so rausholen, also natürlich als Tragering benutzen, und wenn wir das mal wiegen, ihr wisst, ich bin bei Kabeln immer sehr kritisch, aber das Ding wiegt nur 6 Gramm. Also sehr, sehr gut. Kabel bis 10 Gramm verwende ich immer sehr gern, und da findet man auf Amazon zum Beispiel immer nur ein paar, die überhaupt so wenig sind. Deswegen finde ich es gut, dass hier ein Kabel inkludiert ist. Die kleinste Variante, und die ist wirklich, wenn man mal die Nitecore 10.000 sich anschaut, deutlich kleiner, wiegt jetzt, um es kurz zu machen, und ich hebe dieses Bändchen mal hoch, wenn man das abmachen kann, knapp über 160 Gramm, also 163 Gramm, hat dafür aber immer noch eine sehr gute Energiedichte von über 200 Milliwattstunden pro Gramm, nämlich 204,8, die ich gemessen habe. Das Besondere ist aber, wir haben ja auch 3 Ports, zweimal USB-C, einmal USB-A, und sie kann mit 20 Watt geladen werden, aber kann Geräte mit bis zu 45 Watt wirklich schnell laden. Also ganz schnell mal zum Beispiel das Smartphone oder auch ein anderes starkes Gerät, wenn ihr das dabei habt, und kostet 39 Euro. Also damit schon mal ein sehr starkes Gesamtpaket. Richtig spannend wird es meiner Meinung nach aber mit der 20.000er Variante. Die wiegt, wie ihr seht, 317 Gramm und hat damit eine gemessene Energiedichte von 209,62 Milliwattstunden pro Gramm. Also auch nicht ganz perfekt, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Wert im Vergleich zu den anderen. Da hat man teilweise viel schlechtere Sachen. Kostet 42 Euro, aber jetzt haltet euch fest, kann mit 65 Watt andere Geräte laden und selber mit 45 Watt geladen werden. Und das ist jetzt wirklich ein Novum bei dieser Größe und vor allem bei dem Gewicht. Das konnte vorher noch keine Powerbank. Und da hat man natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, wenn man kurz mal eine Pause laden möchte. Auf die Spitze getrieben wird das Ganze jetzt aber mit der 25.000er Variante. Die wiegt jetzt, wie ihr seht, zwar 387 Gramm, hat natürlich aber auch mehr Kapazität und immer noch eine sehr gute Energiedichte von 204,44 Milliwattstunden pro Gramm. Aber, und jetzt haltet euch fest, die kann andere Geräte mit 100 Watt laden und selber mit bis zu 65 Watt geladen werden. Und das hat mich absolut vom Hocker gehauen. Ich musste es auch erst selber testen und selber sehen, um es zu glauben, weil diese Werte kennt man eigentlich nicht von so kleinen ultraleichten Geräten, sondern eher von größeren Powerstations oder Powerbanks, die mindestens einen halben Kilo, wenn nicht noch mehr wiegen. Ich kann damit einen Laptop laden und vor allem kann ich die rasend schnell laden. Obwohl sie so eine große Kapazität hat von 25.000, kann ich sie in unter 2 Stunden laden, wenn ich eben die richtige Leistung von meinem Ladegerät habe. Und das gilt übrigens auch für die 20.000er mit 45 Watt und die kleine für mit 20 Watt. Alle kann ich innerhalb von 2 Stunden ungefähr dementsprechend laden. Und das Beste ist, die Pass-Through-Funktion funktioniert hier wirklich komplett verlustfrei. Und das werde ich euch gleich auch demonstrieren mit den verschiedenen Test-Setups. Ich kann also bis zu 5 Geräte hier teilweise betreiben und das Pass-Through ist wirklich komplett gleich verteilt. Da geht nichts verloren und wenn da so viel Leistung reingeht, dann kann ich wirklich da echt alles rasend schnell mit aufladen. Die andere Neuerung, die nicht ganz so spektakulär ist, die ich aber trotzdem kurz erwähnen will, ist auch eine neue kleine Powerbank von Nitecore, nämlich die NBR mit 5000 mAh. Beim letzten Mal hatten wir die Carbon 6K Battery von Nitecore getestet, die auch absolut katastrophal abgeschlossen hat und wirklich ganz, ganz wenig Leistung hatte. Hier setzt man jetzt auf eine andere Technologie, eine andere Bauform. Das erinnert wirklich wie an eine kleine NB10000, hat auch nur ein USB-C-Port, sogar mit LEDs und wiegt hier auch nur, was ich relativ gut finde, 89 Gramm und da kommt man auch fast auf die beworbenen 19 Wattstunden. Also für alle, die weniger Kapazität suchen, kostet 45 Euro, kann man sich drüber streiten, aber da kann man sein Handy quasi einmal mitladen. Das ist für einen Overnighter durchaus ausreichend und ich finde, eine gute Idee schließt nochmal so eine kleine Lücke, die vorher existiert hat. Es gibt in der Größe übrigens auch magnetische Powerbanks, wie diese Minimac von Toros zum Beispiel, auch mit 5000 mAh, die sehr kompakt sind und vor allem direkt am Smartphone hinten platziert werden können und auch komplett ohne Kabel das Gerät laden. Und so spart man sich dann eben Gewicht vom Kabel und liegt dann jetzt trotz des Magnetes immer noch bei 112 Gramm und hat dann noch ein kleineres Setup.
Passend zu diesem Konzept gibt es dazu von Toros übrigens auch noch hochwertige und vor allem robuste und sturzsichere Smartphone-Hüllen, die sich deswegen auch für den Outdoor-Einsatz eignen. Die Toros 360-Grad-Spin-Serie verfügt einerseits über einen zertifizierten Militärschutz, ohne dabei gleich das ganze Gerät sperrig und klobig zu machen, und andererseits eben über einen MagSafe-kompatiblen 360-Grad drehbaren magnetischen Ständer. Und dieser kann in 3 unterschiedlichen Positionen verwendet werden, um unterwegs sein Smartphone ja immer passend zum Filmen oder vielleicht auch abends im Zelt zum YouTube-Schauen aufstellen zu können. Die Toros-Modelle gibt es dabei in 3 verschiedenen farblichen Designs, immer mit matter Oberfläche für alle gängigen Smartphones. Den Link mit weiteren Informationen könnt ihr unten in der Beschreibung finden. Jetzt gibt es passend zu diesen neuen leistungsfähigen Powerbanks wirklich wie durch Zufall auch eine komplett neue Generation von Ladegeräten, die unfassbar viel liefern können für ihr Gewicht. Ich habe sehr viele getestet, ja auch ein extra Video mal darüber gemacht für unterschiedliche Kombinationen. Aber um es kurz zu machen, jetzt gibt es auf jeden Fall einen ganz klaren Ausreißer von allen hunderten Steckern, die ich mir angeguckt habe, und einen Goldstandard. Und das ist dieses Gerät hier, der Rolling Square Super Tiny. Super klein, wie ihr seht, wiegt 70 Gramm, was jetzt erstmal 30 Gramm mehr ist als der 18 Watt Stecker, aber der liefert sage und schreibe 65 Watt. Also genau das, was wir jetzt eben im Prinzip auch für diese neuen Powerbanks brauchen. Der Stecker wurde jetzt seit November durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert, was ich auch schon mal cool finde für einen Stecker. Und original sollte nur 20.000 Euro gesammelt werden. Es wurden aber insgesamt 307.000 Euro gesammelt. Also unfassbar, was es für Interesse an so kleinen Ladesteckern gibt. Das finde ich natürlich gerade fürs Ultraleicht-Tracking immer sehr, sehr gut. Und das vor allem, weil er so klein ist, also auch für die Reise natürlich super, aber vor allem, weil er eine unfassbare Leistung für das Gewicht hat und wirklich da 30, 40 Gramm leichter ist als seine direkte Konkurrenz, zum Beispiel von Anker oder anderen Firmen. Und der Stecker hat nur einen Port und ist damit wirklich im Vergleich der absolut beste. Ja, diese neueste Generation von Steckern setzt auf GAN und wird jetzt nicht nur beim Super Tiny hier verwendet, sondern auch bei neuen Produkten, zum Beispiel von Anker oder Novo, die ich mir angeschaut habe. Und GAN steht für Galliumnitrid. Das mittlerweile in der 3. Generation, und dabei handelt es sich um ein Halbleitermaterial, das in modernen Ladegeräten ja zunehmend anstelle von Silizium verwendet wird. Und das macht die Stecker eben so effizient und immer weiter kompakter. Wenn man hier im Vergleich zum Beispiel bei Anker 65 Watt haben will, dann kann man das mit dem Anker 315 tun. Der kostet 30 Euro, aber wiegt dann dementsprechend 102 Gramm und ist natürlich optisch im direkten Vergleich jetzt auch deutlich größer. Optisch ähnlich von der Größe ist der Anker Nano, der hat aber nur 45 Watt, kostet 40 Euro und wiegt jetzt fast gleich viel, 71 Gramm, hat auch diese leicht geriffelte Struktur, die man auch bei dem Super Tiny hat, und das soll im Prinzip ja das Wärmeempfinden um bis zu 10 Grad sinken. Ansonsten gibt es auch 30 Watt bei Anker, zum Beispiel mit diesem Anker Solo, den ich getestet hatte, 60 Gramm war nicht sehr beeindruckend. Es gibt aber auch den Nano 3 mit 48 Gramm. Ja, beim letzten Mal sind wir dann so weit runtergegangen zum Nano PowerPort 3, 20 Watt, 38 Gramm, und das war beim letzten Mal die Empfehlung für den leichtesten Stecker, der dann eben noch diese 18 Watt oder 20 Watt liefern kann. Die absolut leichteste Empfehlung war natürlich dieser kleine verrückte Stecker hier von Logilink, der mit Abstand die leichteste Möglichkeit mit 19 Gramm ist, um aus einer Steckdose wirklich Strom zu gewinnen. Dafür liefert der aber auch nur 5 Watt, was dann sehr, sehr lange dauert, natürlich was Größeres damit zu lagern. Und da wir jetzt auf einmal aber so leistungsstarke Powerbanks und vor allem auch so leistungsstarke Stecker, können wir als erstes zum Beispiel folgendes Setup bauen, was sich jetzt erstmal auf maximal 3 Geräte konzentriert, was auch der Hauptanwendungsfall beim Tracking zum Beispiel ist, also Smartphone, Powerbank, Kopflampe zum Beispiel, und als absolute Priorität im ersten Setup Geschwindigkeit und Kapazität hat. Das heißt, Gewicht ist hier erstmal nur sekundär, wobei man sagen muss, dass Gewicht bei allen 5 Setups natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt, beim Bikepacking, beim Tracking. Wir wollen natürlich hier nicht 500 Gramm schwere Powerbanks und eine Powerstation mitnehmen. Und das erste Setup besteht hier aus der 25.000er Inui Powerbank und dem 65 Watt Super Tiny Stecker. Und das passt natürlich sehr gut zusammen. Die kann 65 Watt aufnehmen und dieser Stecker gibt im Prinzip die vollen 65 Watt ab. Und wenn wir das jetzt hier einmal anschließen komplett, dann sehen wir, dass hier wirklich alle Geräte leuchten. Die beiden Powerbanks sind in dem Sinne jetzt erstmal so als Verbraucher zu verstehen, und hier kommen wirklich 63 Watt jetzt raus, und die Powerbank speist an den einen Verbraucher 15 Watt und an den anderen 15 Watt und nimmt sich den Rest selber. Also im Vergleich zur
zur Nightcore erstmal gar keinen Verlust und gibt das auch gleich verteilt jetzt erstmal weiter. Wenn die beiden Endverbraucher voll werden, wird die Powerbank natürlich dementsprechend noch mehr Strom für sich selber ziehen. Als Pendant, wenn jetzt jemand sagt, 25.000 ist mir zu viel, dann kann man natürlich auch hier die 20.000er wirklich nur nehmen und dann entweder auch mit dem Super Tiny Stecker verbinden oder dann einfach nur das Modell, wo haben wir es hier, von Anker nehmen, was jetzt gleich viel wiegt, aber nur 45 Watt liefern kann, weil das natürlich auch komplett ausreichen würde für diese 20.000er Variante, da die mit 65 Watt gar nicht umgehen kann. Will man jetzt aber zum Beispiel beim Bikepacking oder auch beim normalen Tracking mehr als 3 Geräte aufladen, zum Beispiel dann Fahrradcomputer oder beim Wandern auch eine Smartwatch und noch eine Kamera, dann brauchen wir hier einen Stecker mit 2 oder 3 Ports. So habe ich dann im Zweifel ein Setup. Wenn ich kurz Pause mache und im Restaurant sitze, stecke ich einen Stecker rein und kann wirklich mit absoluter Power 65 Watt aus der Wand ziehen und damit zeitgleich 5 Geräte laden. Und da kommen wir zum zweiten Setup. Das priorisiert jetzt auch Geschwindigkeit und Kapazität, setzt aber wirklich ein Limit bei 4 oder 5 Geräten statt nur 3. Und ich mache es kurz, da kommen eigentlich nach vielen Tests nur 3 Stecker in Frage. Einen ultraleicht mit wenig Leistung lasse ich mal hier weg. Interessant ist jetzt hier als erstes der Novo 67 Watt, auch ein GAN 3 Stecker in der 3. Generation. Der hat 3 Ports, zweimal USB-C, einmal USB-A und wiegt 106 Gramm und damit quasi ja 30 Gramm mehr jetzt als der Super Tiny Stecker. Dafür habe ich eben 3 Ports und bin super flexibel. Ich kann aus einem Port die 67 Watt komplett zum Beispiel in die 25.000er Inui packen oder ich kann 2 Geräte wirklich dran stecken, zum Beispiel mein Smartphone, mit den restlichen 45 Watt dann die volle Leistung auch noch in das 20.000er Setup reingeben. Und im Zweifel kann das dann mit 5 Geräten so aus. Hier blinkt und leuchtet jetzt wirklich alles, aber man kann es, glaube ich, erkennen. Die Leistung wird gleich verteilt, wirklich auf alle 5 Geräte. Es sind immer so 10, 13, 12 Watt. Das meiste geht natürlich hier in die große Powerbank rein und drittelt sich aus dem Stecker. Das kann man sich auch gut vorstellen mit der 20.000er Variante. Die kann zwar nur 45 Watt aufnehmen, aber da wir sowieso 3 Ausgänge haben und man vielleicht noch einen starken Verbraucher direkt am Stecker hat, wie das Smartphone, kann man da vielleicht auch dann nur 45 Watt oder auch nur 20 Watt bei der 10.000er rausbekommen und muss im Zweifel gar nicht so eine große Powerbank mitnehmen, um diese gesamte Leistung aus diesem 67 Watt Stecker rauszubekommen. Als Alternative zum Novo gibt es eigentlich nur noch einen Stecker von Anker, der hier 2 Ausgänge hat. Das ist der 523 Nano in der 3. Variante. Der hat 47 Watt, wiegt aber trotzdem noch 91 Gramm, also ein bisschen weniger und kostet 32 Euro. Im Vergleich natürlich deutlich schlechter. Man spart 10 Gramm, verliert aber ein Port und 20 Watt Leistung. Für manche reicht das eventuell aber aus. Man könnte das dann sehr gut hier zum Beispiel mit der 20.000er Variante kombinieren, weil natürlich ein einzelner Stecker hier bei dem Anker-Modell auch die vollen 45 Watt dann in diese Powerbank einspeisen kann. Oder im Zweifel dann, wenn man flexibel noch ein zweites, drittes und viertes Gerät anschließt, dann reicht das natürlich auch, wenn man die Ladung dann sowieso mehrmals splittet. Das dritte Setup ist dann für jeden, der absolut Gewicht über allem priorisiert. Und da sind wir natürlich dann bei der NB10000 hier in der kleineren Größe und dann dieser Logilink-Stecker für 18 Gramm. Realistisch muss man sagen, werden die meisten dann einen 20 Watt Stecker nehmen mit 40 Gramm Gewicht und da dann wirklich, ich sag mal, relativ gemütlich mit 18 Watt die Powerbank laden. Das kann man dann auch mal in eine Pause machen. Das ist dann nicht so wie 5 Watt, aber hauptsächlich braucht man da schon eine Nacht, um dann eine Powerbank so voll zu bekommen. Vor allem auch eine größere, denn wer dann wirklich Kapazität wie 20.000 braucht, der müsste dann immer noch zur Ansmann 20.000 greifen, weil die einfach die geringste Energiedichte hat und die Ansmann auch nur knapp über 280 Gramm wiegt. Das vierte Setup ist jetzt für alle, die den größten Fokus auf Zuverlässigkeit und Robustheit setzen und vielleicht auch Kälteresistenz. Denn da würde ich dann auf jeden Fall das kleinere Mehrgewicht und leider den großen Preis eingehen und zur Carbo oder dann sogar zur Summit greifen. Wenn ihr mehrere Wochen wirklich wild unterwegs seid, irgendwo in Kanada, im Sarek und ihr seid darauf angewiesen, dass das zu 100% funktioniert, dann macht das Sinn. Stellt euch die Frage, seid ihr bei Temperaturen unterm Gefrierpunkt unterwegs, vielleicht sogar ab unter 5
Grad. Da macht dann das kleine Mehrgewicht bei der Summit Sinn. Und hier vor allem die 20.000er Varianten, denn da fällt das Mehrgewicht gar nicht so auf, was einerseits für die Robustheit benutzt wird und andererseits auch für diese integrierte Heizung, sage ich mal. Denn wenn ich es mal direkt im Vergleich hier wiege, die Carbo 20.000, die verwende ich auch mit 305 Gramm, die hat mich nie enttäuscht. Gemessen habe ich da über 70 Wattstunden, im Vergleich die Summit wiegt jetzt nur 17 Gramm mehr, was echt nicht viel ist. Dafür weiß ich, auch wenn ich die mal nicht nachts in den Schlafsack packe, auch tagsüber geht da nichts kaputt. Und Nitecore liefert übrigens auch diese isolierbaren Säckchen hier mit. Wenn ihr mal reinschaut, das ist wirklich auch mit reflektiertem Material von innen. Da kommt die Powerbank dann rein und dann passiert da eigentlich gar nichts mehr. Man muss sagen, 170 € sind sehr, sehr viel. Den Anwendungsfall für die kleine 10.000er würde ich sagen, der ist echt selten. Also wer kurze Touren macht, aber diese große Robustheit wirklich benötigt, der könnte sich hier wirklich bei den 10.000er Carbo oder bei den 10.000er Summit wirklich umsehen. Das fünfte und letzte Setup ist dann für alle, die absoluten Fokus auf Flexibilität, auf was Praktisches setzen und vielleicht Redundanz haben wollen. Denn da ist die Idee, zwei Modelle mitzunehmen. Zwei 10.000er im Prinzip, die ich dann parallel verwende. Das kann zum Beispiel zwei Nitecore MB 10.000 sein oder zweimal die Inui, die kleine 10.000er. Der Vorteil ist natürlich, wenn eine mal geklaut wird, wenn die verloren geht, wenn die kaputt geht, dann muss ich meine Tour vielleicht nicht komplett abbrechen, sondern kann auch mit der einen arbeiten. Auch kann ich zum Beispiel eine nachts irgendwie zum Laden draußen lassen, die andere mit ins Zelt nehmen und da im Prinzip noch mein Smartphone unterwegs laden. Der andere Vorteil ist, vor allem bei der Nitecore, die können ja nur mit 18 Watt geladen werden. Nehme ich also so einen Dual-Port-Stecker wie von Anker, kriege ich quasi auch 36 Watt raus, weil ich die parallel laden kann. Und bei der Inui ist der Vorteil, dass ich, wenn ich zweimal dieses 10.000 Modell habe, die quasi ineinander stecken kann und mit diesem Charger zum Beispiel 6 Geräte dann gleichzeitig laden kann. Also Stecker in Powerbank, in Endgerät. Oder ich nehme einfach den klassischen 20 Watt Stecker, der reicht dann auch, der speist dann die vollen 20 Watt ein und da kann ich immerhin dann noch 5 Geräte wirklich laden, wenn ich die Powerbanks ineinander schalte. Wenn ihr seht, mit den 5 Setups ist für jeden Anwendungsfall eigentlich was dabei. Ich persönlich finde eigentlich das erste Setup gerade am spannendsten mit der 25.000er Variante und der 20.000er Variante und natürlich dem Super Tiny Stecker. Das werde ich jetzt in Zukunft mal ein bisschen testen und einfach von dieser richtig großen Ladegeschwindigkeit hoffentlich profitieren und dann halt ein bisschen mehr Gewicht im Kauf nehmen. Ich will hier noch als Ausblick eine Powerbank erwähnen, nämlich die Flextail Zero Power. Die gibt es gerade auf Kickstarter erst seit ein paar Tagen. Ich habe die schon unterstützt, also ich werde auch bald, wenn die rauskommt, ein Modell zum Testen haben. Die nennt sich Race Grade Pocket Size Powerbank. 10.000 mAh, also direkte Konkurrenz zur Nitecore, soll aber nur 125 Gramm wiegen. Hat jetzt schon innerhalb von 24 Stunden 70.000 € gesammelt und da bin ich natürlich auf diese Zero Power Bank sehr, sehr gespannt, wie da die reale Kapazität ist und ob man da wirklich einen neuen Standard vielleicht in dieser Kategorie setzen kann. Ich glaube, als Fazit können wir sagen, dass das Thema Powerbanks und Ladekabel gerade im Ultraleichtbereich nie zu Ende sein wird und sich auch in Zukunft am Markt dann noch einiges tun wird. Jetzt gerade ehrlicherweise kann ich Powerbanks und Kabel erstmal nicht mehr weiter sehen. Ist für mich natürlich auch mal ein riesiger Aufwand, das hier alles zu messen, zu testen, zu kombinieren, vor allem die Sachen auch alle zu beschaffen und zu kaufen. Auch heute zum Beispiel Inui, die habe ich jetzt sehr stark empfohlen. Ich werde da nicht gesponsert. Ich glaube, die Firma weiß noch nicht mal, dass ich existiere. Auch beim letzten Mal bei Ansmann war es auch nicht so. Ich will euch hier wirklich Dinge empfehlen, von denen ich objektiv wirklich begeistert bin und ich glaube gerade, dass diese Setups wirklich die besten hier sind. Ich hoffe natürlich, für euch ist auch eins dabei. Ich verlinke euch wie immer die Setups und die Messwerte und auch die Produkte unten in die Beschreibung. Kann euch das Video weiterhelfen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.